Willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch gerne den Test der Polar Grid X Pro vorstellen, in diesem Fall in der Titanium-Version. Ich habe die Uhr jetzt über 2 Monate täglich getragen, habe über 100 Kilometer Laufsport mit betrieben und bin auch schon Indoorrad mitgefahren. Aber erst kommen wir mal klassisch zum Aufbau. Die Uhr hat eine Breite von 47 mm und ist 13 mm dick. Selbst bringt die Titanium-Version ein Gewicht von 53 Gramm und sie ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Das Display selber hat eine Größe von 240 x 240 Pixel. Es ist auch ein Memory in Pixel Display, das bedeutet, hier werden auch die Pixel quasi gespeichert, um stromsparend zu sein, und das Ganze ist natürlich auch sehr gut in der Sonne ablesbar. Zudem habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, hier einen Touchscreen zu nutzen, um hier durch die Menüs zu scrollen. Neben dem Touchscreen habt ihr dann auch noch ganz normal klassische Knöpfe, das heißt, ihr könnt die Uhr auch komplett über Knöpfe bedienen, ihr müsst das Touchscreen gar nicht nutzen. Ihr habt einmal rechts 3 Knöpfe, links 2 Knöpfe zur Bedienung. Die Bedienung geht auch ganz leicht von der Hand. Man geht hier durch die verschiedenen Menüs durch, kann man einfach durchklicken, beziehungsweise es gibt dann hier in der Mitte eine Shortcut. Wenn ihr da länger drauf drückt, kommt ihr auch direkt in Start der Aktivitäten. Das heißt, hier könnt ihr dann auch direkt loslegen. Ich hatte jetzt eigentlich keine Probleme hier, mich zurechtzufinden. Das war doch eigentlich sehr übersichtlich gestaltet. Ja, was die Konnektivität angeht, so hat die Uhr Bluetooth bzw. Bluetooth Low Energy. Das bedeutet, hier wird auf energiesparendes Bluetooth gesetzt. Das dient dazu, dass ihr zum Beispiel ein Stride Food Pod anwenden könnt oder ein Polar Brustgurt. Ich habe jetzt in dem Fall zum Beispiel hier einen H10 Brustgurt genutzt. Warum ich den genutzt habe, da kommen wir später nochmal drauf zu. Oder ihr könnt dann auch zum Beispiel ein Leistungsmesser anschließen bzw. verbinden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Leistungsmesser am Fahrrad habt oder wie bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kicker Snap, kann er auch den dann entsprechend mit der Uhr verbinden. Ja, was den Akku angeht, so hat er immer so 5 bis 7 Tage ausgehalten. Das heißt, je nachdem, wie viel Aktivitäten ich gemacht habe, wie viel GPS ich genutzt habe. Wenn ich jetzt draußen GPS-Lauf gemacht habe, war natürlich der Akku schneller erschöpft, in Anführungszeichen, als wenn ich jetzt ein Indoor-Rad genutzt habe, wo keine GPS-Daten empfangen werden. Aber alles in allem, so etwa 5 bis 7 Tage hat es immer gehoben. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, innerhalb der Aktivitäten Strom zu sparen. Das bedeutet, ihr könnt hier im Trainingsmodus bis zu 40 Stunden nutzen. Beziehungsweise ihr habt dann auch die Möglichkeiten, wenn ihr ins Training hineingeht, in die Einstellungen hier die GPS-Daten zu verändern. Also das heißt, wie oft ihr GPS-Daten aufnimmt. Hier könnt ihr von einmal pro Sekunde bis auf 2 Minuten stellen. Das heißt also, da nimmt er dann nur alle 2 Minuten GPS-Daten auf und ist hier nicht so auf Dauerbetrieb, was natürlich den Akku entsprechend schont. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch die Herzfrequenz am Handgelenk abschalten, wenn ihr jetzt nur die Strecke tracken wollt, weil ihr jetzt irgendeine Wandertour macht und euch nur die Tour wichtig ist, aber nicht die Herzfrequenz. Da könnt ihr natürlich dann auch noch mal ein bisschen Strom einsparen. Geladen wird das Ganze dann entsprechend über ein Magnet. Das bedeutet, ihr habt hier einen magnetischen Dongle und verbindet den mit der Uhr und dann wird entsprechend auch die Uhr aufgeladen. Ihr habt hier normalen USB-A-Anschluss und dann könnt ihr entsprechend die Uhr laden. Das dauert etwa eine Stunde, dann ist die Uhr wieder vollgeladen. Die Uhr selber ist in verschiedene Widgets eingeteilt. Das hat natürlich ein Für und Wider. Vorteil ist, dadurch, dass ich die Widgets alles auf der Uhrenoberfläche habe, kann ich da einfach durchscrollen, muss nicht in irgendwelche Untermenüs gehen. Nachteil an dieser Stelle ist tatsächlich, dass man hier jetzt keine individuellen Displays nutzen kann, beziehungsweise Zifferblätter. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich nur zwischen analogen und digitalen Anzeige entscheiden, weil halt entsprechend die Widgets in die Uhr integriert sind. Ja, aber dann würde ich einfach mal kurz die Widgets vorstellen. Als erstes Widget hätten wir da das Wetter-Widget und da gibt es auch schon einen Unterschied, wenn ihr euch für ein analoges oder ein digitales Display entscheidet. Wenn ihr euch für ein analoges Display entscheidet, bekommt ihr auch entsprechend die Wetterdaten der Zeit angezeigt. Das heißt also, jede Stundenraste bekommt ihr hier die Wetterprognose angezeigt. Wenn ihr euch jetzt für die digitale Version entscheidet, dann habt ihr die nächsten 3 Stunden unten angezeigt, wie das Wetter entsprechend wird. Wenn wir dann in das Widget hineingehen, bekommen wir einmal die Ansicht des Standortes bzw. hier die Temperaturen und die gefühlte Temperatur. Zudem bekommen wir eine Regenprognose, eine Windgeschwindigkeit und auch einen Ausblick auf die nächsten 2 Tage. Wichtig an der Stelle ist hier, dass entsprechend die Uhr immer wieder synchronisiert werden muss, also die Daten werden sich entsprechend vom mobilen Gerät geholt. Ein weiteres Widget, was noch sehr hilfreich ist, das Widget für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wir bekommen einmal an der Uhr angezeigt in der Oberfläche, wann hier die Sonne aufgeht, wann die untergeht. Der Sonnenaufgang ist hier ein bisschen gelblich angezeigt und die Dämmerung bzw. die Nacht ist dann entsprechend blau. Wenn wir dann nochmal ins Widget hineingehen, bekommen wir auch nochmal unseren Standort angezeigt.
Zudem bekommen wir dann auch die Sonnenaufgang-, Sonnenuntergangszeiten, beziehungsweise was für mich eigentlich fast noch viel wichtiger ist, wann die Dämmerungszeiten sind, weil da wird es dann auch entsprechend dunkel. Wenn die Sonne untergeht, ist ja nicht gleich dunkel und von daher finde ich das eigentlich fast nochmal wichtiger, wann die Dämmerungen stattfinden, und so bekommt ihr die dann auch nochmal entsprechend zeitlich vorgestellt, beziehungsweise ihr bekommt dann auch angezeigt, wie lang dann die Sonnenstunden an einem Tag insgesamt sind. Dann gibt es ein Widget, das vielleicht auch für viele Bergsteiger sehr interessant sein dürfte oder die viel auch alleine unterwegs sind oder generell unterwegs sind. Da gibt es das Kompass-Widget. Das Widget zeigt einmal, wenn man in das Widget hineingeht, wie viel Höhenmeter man jetzt gemacht hat. Es gibt so eine grafische Anzeige. Was ich bei dem Kompass-Widget aber sehr gut finde, ist, dass dann entsprechend auch ein letzter Standort drin ist und da habt ihr genau GPS-Daten, wo euer Standort gerade ist. Das heißt also, wenn ihr gerade in den Bergen unterwegs seid, euch irgendwas passiert oder ihr gerade irgendwo seid und sagt, ich möchte meinen Standort durchgeben, dann könnt ihr es entsprechend hier ablesen und habt exakt eure GPS-Daten, die ihr durchgeben könnt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, hier auch Musikstreuung über die Uhr durchzuführen. Ihr könnt euch da entscheiden, ob ihr das nur während des Workouts machen wollt oder generell das Widget angezeigt bekommen möchtet. Das heißt, je nachdem, was für Musikanbieter ihr nutzt, also ich nutze ja Spotify, könnt ihr hier entsprechend eure Musik steuern. Ihr könnt es laut leise machen. Ihr seht dann auch an einem grünen Ring, wie lang dann das Lied noch läuft, beziehungsweise ihr könnt dann auch das Lied oder das nächste Lied skippen. Was es nicht als Möglichkeit gibt, ist es Offline-Musik zu speichern. Das heißt also, ihr müsst dann immer ein mobiles Gerät dabei haben, das die Musik abspielt, aber ihr könnt zumindest hier, wenn ihr keine Sprachsteuerung habt, entsprechend die Musik steuern. Was natürlich auch nicht fehlen darf in der heutigen Zeit, ist eine Smart Notification. Das bedeutet, wenn die Uhr entsprechend mit dem Handy gekoppelt ist, bekommt ihr dann E-Mails, WhatsApp und alle möglichen Nachrichten, die ihr habt, angezeigt. Nur habe ich immer festgestellt, wenn ich mal wenn ich das Handy verlassen habe, in Anführungszeichen, also ich bin im Geschäft mal Kaffee holen gegangen, habe das Handy liegen lassen und die Uhr hat sich wieder verbunden, dann habe ich immer wieder Vibrationen auf die Uhr gekriegt. Das heißt also, wenn die noch nicht gelesen worden sind, dann bekommt ihr da nochmal eine Meldung. Ja, dann würde ich aber sagen, kommen wir mal zum sportlicheren Teil, was auch die Stärken der Uhr definitiv sind. Und zwar ist es einmal die Aktivitätsanzeige oder das Aktivitätswidget. Das ist einfach ganz klassisch. Ich gebe beim Einrichten der Uhr an, wie aktiv ich bin. Es gibt da 3 Abstufungen, ob ich mehr im Büro arbeite oder halt im ganz Extrem, ob ich draußen mich viel bewege. Und entsprechend bekomme ich auch mal eine Erinnerung, wenn ich zu lange sitze, eine Aktivitätserinnerung. Das heißt also, die Uhr sagt dann mal, hey, beweg dich mal, du hockst jetzt die ganze Zeit schon im Stuhl. Klassisch wird bei der Aktivität dann prozentual das Ganze angezeigt, wie viel ich mir bewegt habe. Und das Ziel ist natürlich, die 100% zu erreichen. Es gibt einmal eine Möglichkeit, hier Schritte zu sammeln. Also das heißt, es gibt dann hier einen integrierten Schrittzähler, der dann entsprechend das Ganze aufzählt. Dann kommen wir auch schon zum Cardio-Status bzw. zum Cardio-Widget. Das Widget zeigt euch an, in welchem Cardio- und Trainingszustand ihr euch befindet. Es gibt hier 4 Möglichkeiten, einmal abbauend, einmal erhaltend, einmal aufbauend und einmal übertrainiert quasi. Das nennt sich dann entsprechend überfordert. Das bedeutet dann in dem Fall, wenn ihr überfordert seid, dass ihr zu viel trainiert und dann euren Körper zu stark belastet. Und natürlich in der Extremform unterfordert bedeutet, ihr baut Fitness ab. Und hier hilft euch die Uhr ein bisschen entsprechend, euren Cardio-Fitness zu halten. Ja, aber wie funktioniert das Ganze? Die Uhr braucht ein paar Trainings, um euch kennenzulernen, um zu wissen, wie fit ihr eigentlich seid, also wie schnell ihr lauft, wie anstrengend es für euch ist, wie euer Puls ist, etc. Und entsprechend wird dann hier ein Cardio-Wert ermittelt, beziehungsweise wird ein Bereich ermittelt, in dem ihr euch bewegt. Und jedes Mal, wenn ihr dann trainiert, bekommt ihr Cardio-Punkte. Ihr könnt euch vorstellen, wie auf so einem Konto, das wird eingetragen und dann wird ermittelt, ob ihr dann zu viel macht oder zu wenig macht. Und wenn natürlich wird nach einer gewissen Zeit euer Cardio-Punkte wieder abgebaut, das heißt, wenn es zu weit in der Vergangenheit war und ihr nichts mehr trainiert, baut ihr entsprechend euer Fitness ab. Wichtig bei der ganzen Sache ist auch, dass ihr entsprechend die Herzfrequenz richtig hinterlegt. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie ihr das macht. Und so können eure Cardio-Punkte bzw. auch das Cardio-Fitness entsprechend richtig bewertet werden. Wenn ihr eine 24/7 Herzfrequenzmessung macht, dann bekommt ihr auch einen Maximal-Minimalwert angezeigt im Herzfrequenz-Widget, beziehungsweise auch dann den minimalen Wert, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus dem Schlafen nutzt, was da eure niedrigste Herzfrequenz war. Einen genauen Verlauf bekommt ihr dann auf Polar Flow, da bekommt ihr dann entsprechend auf der App angezeigt, wie eure Herzfrequenz im ganzen Tag gelaufen ist. Auf der Uhr selber habt ihr dann, wie gesagt, nur Maximum- und Minimumwerte. Und es gibt dann natürlich auch nochmal ein Widget zur Übersicht, wo ihr dann entsprechend eure historischen Trainings angucken könnt. Ihr könnt dann nochmal reingehen und euch entsprechend die Werte anschauen. Also ihr müsst nicht jedes Mal in die App hineingehen, um eure Trainings anzuschauen. Ihr habt die hier auch entsprechend auf die Uhr gespeichert. Eine weitere wichtige Funktion der Uhr ist natürlich das Schlaftracking. Wenn ihr jetzt die Uhr nachts tragt, wird das Schlaf entsprechend getrackt.
Und hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das ist einmal das, ich sage mal, klassische Nightly Recharge, also das ganz normales Aufzeichnen über die Uhr. Das dauert aber auch 3 Tage, bis ihr dann mal erste Werte seht. Oder es gibt noch einmal die Möglichkeit, Recovery Pro zu nutzen, nennt sich das Ganze. Das ist dann schon etwas fortgeschrittener. Ihr müsst dann auch jeden Morgen einen Brustgurt anziehen, um entsprechend die Messung durchzuführen. Ich konnte es jetzt aus zeitlichen Gründen leider noch nicht testen. Ich habe jetzt erstmal Nightly Recharge getestet. Aber was zeigt mir dann Nightly Recharge an? Das ist ganz einfach. In der Oberfläche wird mir einmal erst die Bewertung des Schlafs angezeigt, ob der jetzt gut oder schlecht war. Dafür nimmt Nightly Recharge auch die Historie, also wie ihr in der Vergangenheit geschlafen habt, weil jeder ist ja auch ein anderer Schläfer. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder jetzt 8 oder 9 Stunden schlafen soll. Der eine schläft 6 Stunden, der andere schläft 7 Stunden. Das ist sehr individuell abhängig, aber das lernt die Uhr tatsächlich. Nightly Recharge hat zudem noch zwei Messwerte. Das ist einmal die ANS oder beziehungsweise der ANS-Status. Das bedeutet, hier wird die Herzvariabilität gemessen. Das bedeutet die Veränderung zwischen den verschiedenen Herzschlägen. Und an der kann man dann auch gucken, wie entspannt oder man sagt immer das Nervensystem, wie sich das entsprechend beruhigt oder gestresst ist. Das ist ein Wert, der gemessen wird. Umso nicht gestresst ist, besser ist der Wert. Zudem wird auch noch der Schlafstatus ermittelt, also das ganz Klassische, was wir kennen. Darauf wird dann auf die letzten 28 Tage geschaut und wird auch geguckt, ob der Schlafstatus jetzt entsprechend, also mit Tiefschlaf und so weiter, ob der jetzt besser oder schlechter war als in den letzten 28 Tagen. Das ganze Training und auch das ganze Schlaftracking führt dann auch dazu, dass wir hier einen täglichen Trainingsvorschlag bekommen. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, was ich euch oben verlinke. Hier schlägt euch die Uhr 3 verschiedene Trainings vor, wobei das erste Training das ist, was als Hauptvorschlag gilt. Das Training setzt sich einmal zusammen aus der Kategorie Kraft, Cardio und Unterstützung. Das bedeutet, hier wird geschaut, was habe ich jetzt die ganze letzten Zeit trainiert, was habe ich gemacht, was wäre jetzt für mich ideal, wie ist jetzt mein Erholungsstatus und entsprechend bekommt ihr dann hier Vorschläge. Also einmal sind es natürlich die klassischen Laufvorschläge, also wo ihr dann einen bestimmten Herzfrequenzbereich laufen sollt, das ist zum Beispiel im Cardio-Bereich, oder ihr bekommt auch Krafttraining, wo ihr dann auch richtig Übungen angezeigt bekommt, um hier euren Körper zu stärken, weil es ist ja auch gerade wichtig als Läufer, dass man hier für seinen Oberkörper trainiert und auch die bessere Haltung bekommt und entsprechend hier Verletzungen vorbeugt. Und natürlich haben wir als letztes noch die Unterstützung. Hier sind auch sehr viele Dehnübungen dabei. Das bedeutet auch hier, um den Körper entsprechend erstens bei der Regeneration zu helfen und auch hier die Elastizität zu steigern. Zudem habe ich noch die Möglichkeit, über Polar Flow mir einen Trainingsplan zu erstellen und ich finde auch, das ist eine der Stärken der Uhr, ist der Trainingsplan, der zur Verfügung gestellt wird. Da müsst ihr aber auf die Webseite gehen und hier könnt ihr auch für eure gewünschte Strecke einen Trainingsplan erstellen und das ganz Wichtige ist, es steht nicht nur auf Laufen, sondern es wird auch dann wirklich tatsächlich Krafttraining und auch Unterstützungstraining hinzugefügt. Das bedeutet, ihr macht dann auch nicht nur Laufübungen, sondern ihr müsst auch entsprechend euren Oberkörper trainieren, um auch hier, wie gesagt, die Haltung zu verbessern und insgesamt ein gutes Paket zu bekommen. Also ich finde es sehr gut, weil viele konzentrieren sich eigentlich oft nur aufs Laufen. Es gibt ja auch Konkurrenz, die auch Lauftrainings anbietet, aber da ist wirklich halt nur das Laufen dabei. Da wird nicht so wirklich aufs Dehnen eingegangen oder aufs Krafttraining. Zudem bietet Polar auch noch die Möglichkeit, wenn ihr dann diesen Trainingsplan macht, euch Videos zur Verfügung zu stellen. Also es gibt dann auf YouTube auch Videos, wo dann entsprechend die Workouts, die dann im Trainingsplan sind, vorgeführt werden. Also es wird dann gesagt, wie es gemacht wird und dann demonstriert euch das einer. Und so könnt ihr dann optimal für euren Lauf trainieren. Ja, damit ihr euch die Uhr auch noch ein bisschen besser kennenlernt, gibt es auch noch 3 verschiedene Tests, die man durchführen könnt. Das eine wäre der orthostatische Test, das heißt, da müsst ihr einen Brustgurt anziehen. Also wie gesagt, ich habe hier den H10 Brustgurt, um das zu nutzen. Hier wird einfach die Herzfrequenz ermittelt im Ruhezustand und im Stehstand. Und hier bekommt ihr dann, oder beziehungsweise bekommt dann die Uhr die Information, wie erholt ihr seid und könnt dann entsprechend die Trainings so euch vorschlagen. Des Weiteren gibt es dann noch einen Beinerholungstest. Das bedeutet, ihr stellt euch dahin und hüpft 3-mal nach der Anweisung, aber das ist auch, müsst ihr auch erst einmal machen, dass die Uhr euch kennenlernt. Und anhand der Sprungkraft bzw. der Höhe, die ihr springt, ermittelt die Uhr dann, wie erholt ihr entsprechend seid. Dann gibt es noch einen Fitnesstest. Dieser Fitnesstest wird im Liegen durchgeführt. Da müsst ihr die Uhr entsprechend anziehen. Da braucht ihr auch keinen Brustgurt für. Und hier wird dann entsprechend die VO2 Max Werte ermittelt. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Rad- und Lauftest. Hier werden dann entsprechend Schwellenwerte ermittelt. Das heißt, also auf dem Rad zum Beispiel müsst ihr dann gewisse Schwellen treten, um hier die Wattleistung zu bringen. Dafür ist aber ein Leistungsmesser notwendig, beziehungsweise ihr könnt es dann auch entsprechend auf der Indoor-Rolle machen. Ich habe dazu eigentlich auch schon ein Video gemacht, es muss noch geschnitten werden, werde ich auch noch vorstellen. Und so ist das Ganze auch beim Laufen. Hier müsst ihr dann entsprechende Paces laufen, um entsprechend dann hier eure Schwellenwerte zu ermitteln.
Ja, dann kommen wir auch schon zu den Sportprofilen. Ihr könnt bis zu 20 Profile auf der Uhr speichern. Das heißt also, hier könnt ihr euch 20 Stück auswählen und die hinterlegen. Es gibt auf der Polar Flow App aber noch eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten bzw. ja, Aktivitäten, die ihr hinterlegen könnt. Ihr müsst euch die entsprechend noch raussuchen, was euch da am besten passt. Natürlich sind alle klassischen Sachen dabei, also Radfahren, Indoor-Radfahren, Laufen, Laufband oder auch Yoga und so weiter. Also die Sachen sind alle dabei. Zudem könnt ihr bei jedem Profil auch alles individuell einstellen. Das bedeutet, ihr könnt da entsprechend euer Display über die App einstellen, könnt es aussuchen und euch da die entsprechenden Werte anzeigen lassen, die für euch wichtig sind. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit beim Laufen hier einen Hill-Splitter auszuwählen. Das bedeutet, die Uhr erkennt dann, ob ihr jetzt eine Steigung lauft, einen flachen lauft oder eine Senke lauft und bekommt dann auch entsprechend die prozentuale Steigung oder das Gefälle angezeigt. Ihr könnt euch einen Intervalltimer einstellen, das bedeutet, hier wird dann Intervalle dann entsprechend gemacht. Oder ihr könnt euch auch entsprechend Strava Live-Segmente dazuschalten. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Strava nutzt, dann habt ihr auch immer die Live-Segmente auf der Uhr. Ich habe es entsprechend auch nochmal ein Video gemacht, was ich euch nochmal verlinke. Und was ich ganz gut finde, ist, ihr könnt euch bei den Aktivitäten auch ein Essens- und Trinkerinnerung einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine lange Tour macht oder lange Lauf, dann bekommt ihr dann auch ein Signal auf die Uhr, dass ihr entsprechendes trinken oder essen sollt. Die Uhr hat zudem eine Komoot-Anbindung, das bedeutet, ihr könnt die Uhr entsprechend mit Komoot verbinden und auch die Touren synchronisieren. Das heißt auch im Umkehrschluss, die Uhr hat die Möglichkeit, eine Navigation durchzuführen. Das Ganze erfolgt einfach klassisch auf einer Strichrutennavigation ohne Karte, also ihr habt keine Karte eingezeigt. Ich bin eigentlich kein großer Fan von keiner Karte, also ich mag das eigentlich immer gern mit Karte. Was ich jetzt aber hier tatsächlich gut finde, ist, dass ihr, wenn ihr auf eine Weggabelung kommt, auch entsprechend eine Weggabelung angezeigt bekommt und wenn ihr bei einer Kurve seid, auch nur eine Kurve angezeigt bekommt. Hat mir bis jetzt bei meinen Tests geholfen, also ich hatte jetzt keine Probleme und wusste immer direkt, wo ich hin muss. Finde ich jetzt eine gute Kompromisslösung, wenn man sagt, man möchte keine Karte. Zudem bekommt ihr bei der Navigation auch das Bergprofil angezeigt und ihr bekommt auch immer angezeigt, wo ihr euch gerade am Berg befindet. Das bedeutet, ihr habt ein ganzes Profil, dann gibt es eine linke Seite, die dann abgeschlossen ist und eine rechte Seite, die noch nicht abgeschlossen ist. So wisst ihr dann auch immer direkt, wo ihr jetzt am Berg seid. Und ihr könnt zudem auch noch, wenn ihr jetzt euch navigieren lässt, das geht bei anderen Uhren zum Beispiel teilweise nicht, euch auch die Strava Live-Segmente nutzen. Das heißt also, es ist nicht ausgeschlossen, wenn ihr euch eine Strecke navigiert, könnt ihr auch die Live-Segmente nutzen. Ja, bei dem GPS-Bild gibt es hier zweierlei Sachen. Einmal in freier Natur haben wir hier wirklich ein sehr, sehr gutes Bild. Wir sehen hier, das GPS wird sehr, sehr gut am Weg abgebildet. Ich habe hier kaum Abweichungen, es wird alles sehr gut getroffen. Des Weiteren habe ich hier, wenn ich jetzt hier bei meiner Strecke, wo ich im Stadion gelaufen bin, das genau betrachten, sehen wir auch hier das Stadionbild, ist sehr schön. Ich habe jetzt auch mehrmals die Bahn gewechselt, also ich bin nicht immer die gleiche Bahn gelaufen, deswegen hat man hier auch so ein paar Ausreißer dabei, aber wir sehen jetzt hier nicht, dass irgendwas ins Feld hineingeht. Anders sieht das dann schon im Wald aus. Ich habe hier auch mal einen Waldlauf gemacht, also das hier komplett im Wald. Und dann sehen wir hier oben auch schon, dass wir hier massive Abweichungen vom Weg haben. Wir sehen jetzt hier oben, dass hier unten der Weg lang läuft und hier bin ich auf dem Gelben dann gelaufen und dann doch das GPS-Signal hier durch die Beschattung der Wälder bzw. des Waldes ja hier Schwierigkeiten hat, hier akkurat das GPS zu treffen. Wir sehen auch hier komme ich dann wieder raus aus dem Wald ins Freie und hier wird direkt auch schon hier wieder auf dem Weg angezeigt. Aber sobald ich hier in den Wald hineingehe, habe ich die Problematik. Die Problematik habe ich aber nicht nur jetzt explizit bei einer Polaruhr, das habe ich auch bei anderen Uhren. Das heißt, sowohl als Coros als auch Garmin haben hier Schwierigkeiten, entsprechend das GPS-Signal akkurat den Weg abzubilden, weil hier natürlich, wie gesagt, durch den Wald hier eine Beschattung stattfindet. Wenn wir uns die Herzfrequenz betrachten, dann sehen wir auch schon, also wir haben hier das dunkelrote ist die Phoenix 6, das ist hier da bin ich mit Brustgurt gelaufen und unten sehen wir dann hier die Polar Grid X Pro, mit der ich dann entsprechend die Handgelenksmessung genutzt habe. Und wir sehen hier schon am Anfang die Problematik der Handgelenksmessung, dass hier einfach die Daten leicht verzögert sind. Bedeutet, ich habe schon hier ein 140er Puls und die Polar Grid X ist noch bei 100, kommt langsam auch auf diesen Wert hoch, aber es dauert halt einfach einen Moment, bis der Sensor das entsprechend empfängt. Das ist aber nicht nur ein Problem einer Grid X Pro, das ist ein generelles Problem bei Handgelenksmessung, dass einfach die Sensoren etwas länger brauchen, um hier den Puls zu erfassen. Im weiteren Verlauf sehen wir dann auch hier, dass wir einen konstanten Wert haben, aber hinten raus sehen wir dann auch hier Abweichungen. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Es kann einmal sein, dass die Uhr vielleicht irgendwie verrutscht ist beim Tragen, dass der Sensor irgendwie jetzt gerade Daten nicht messen konnte oder, ja, wie schon gesagt, wenn ich jetzt entsprechend hier auch Tattoos etc. habe, was ich jetzt nicht habe, kann ich hier zu Messproblemen kommen, da hier die Reflexion nicht richtig funktioniert.
Daher würde ich auch generell immer einen Brustgurt empfehlen, weil einfach dieser genauer ist, gerade wenn man auch Intervalle macht oder wenn wir hier im Bereich des Kraftsports sind, da wo die Ausstöße doch relativ gering sind, ist hier auf jeden Fall auch ein Brustgurt zu empfehlen. Wie gesagt, ich nutze hier den H10-Gurt von Polar, der ist auch sehr zuverlässig, liefert auch sehr gute Werte und ich kann den wirklich nur weiterempfehlen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit der Uhr und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch wirklich begeistert von der Uhr. Sie ist erstmal sehr leicht, sie ist bequem zu tragen. Was ich ganz gut finde, ist tatsächlich der sportliche Teil der Uhr. Das heißt also sowohl das Cardio-Training als auch die Trainingsvorschläge, den Trainingsplan, den man haben kann, als auch dann tatsächlich im Training, wie das alles angezeigt wird, finde ich doch sehr gut gelungen. Das macht auch richtig Spaß, mit der Uhr zu trainieren. Und man merkt einfach, hier liegen die Stärken der Uhr, beziehungsweise hier liegt auch der Fokus der Uhr. Was ihr bei der Uhr natürlich nicht habt, ist jetzt hier ein Display individuell zu gestalten. Das heißt also, hier ist tatsächlich jetzt nicht so groß die Möglichkeit, da irgendwas zu verändern. Beziehungsweise ihr könnt euch nicht irgendwelche zusätzlichen Widgets für eure Uhr herunterladen, wie das jetzt bei anderen Herstellern zum Beispiel der Fall ist. Hier seid ihr wirklich an das gebunden, was ihr dann auch vom Polar per Update noch dazu bekommt oder halt auch nicht per Update dazu bekommt. Was man auch noch sagen kann, ist natürlich der Displayrand, der hier vorhanden ist. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Es wird meistens kaschiert, weil alles ringsrum doch dunkel gehalten wird. Man hätte es aber auch mitnutzen können, also die Displays geben da heute ein bisschen mehr her. Es ist ein bisschen schade, dass man da so einen großen Rand hat. Ich finde aber, wie gesagt, insgesamt das Design der Uhr wirklich gut gelungen. Auch jetzt hier mit Lünette, die jetzt hier noch so einen Kompass eingezeichnet hat. Und die Uhr lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut tragen. Das heißt also, man hat jetzt nicht so einen Klotz an der Hand und man fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie behindert mit der Uhr, dass man jetzt irgendwie groß da immer mit hängen bleibt. Das ist wirklich vom Tragekomfort wirklich sehr gut gelungen. Zudem bietet die Polar Flow App ja auch viele, viele Möglichkeiten, die Uhr noch einzustellen. Das heißt, das Display ist hier ganz, ganz leicht über die Webseite einstellbar, beziehungsweise auch über die App. Ich muss da jetzt nicht groß irgendwie an der Uhr mich tief in die Menüs reingehen. Das ist ja auch noch ein Stichwort. Ich finde hier, was die Menüführung angeht, auch sehr, sehr gut gelungen. Ich muss hier nicht tief in Menüs von Uhren, um da irgendwas zu finden. Ich habe immer alles direkt hier parat. Und es gibt noch einen Einstellungsfensterbereich, da habt ihr dann natürlich noch mal ein paar Untermenüs, aber das ist alles sehr, sehr, sehr überschaubar und wirklich gut einfach gehalten. Der Kompromiss an der Stelle ist halt tatsächlich, dass man hier das Display-Design nicht ändern kann, aber ich habe immer alles auf einen Blick und muss jetzt nicht, wie gesagt, hier irgendwas suchen. Ich kann die Uhr sowohl einem Anfänger als auch einem Fortgeschrittenen empfehlen, dadurch, dass halt auch mit diesem ganzen Cardio-Training und auch mit diesen Trainingsvorschlägen, nimmt es auch mal den Anfänger an die Hand und zeigt hier, wie kannst du richtig trainieren oder du trainierst gerade zu viel, weil gerade am Anfang ist es doch die Schwierigkeit, dass man nicht weiß, wie ich jetzt optimal trainiere, dass die Motivation noch hoch und ich trainiere und komme dann irgendwelche Verletzungen rein und bin dann wieder wochenlang ausgeschaltet. Da nimmt euch die Uhr ja wirklich gut in die Hand. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch die Uhr ein bisschen näher bringen. Ihr habt ja auch immer die Videoausschnitte gesehen, wie das bei mir aktuell aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da, beziehungsweise lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt vor allem gesund, habt viel Spaß beim Trainieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.